Guten Abend, Charlie. Ist sie noch frei? Tut mir leid, ich bin verabredet. Ach, wirklich? Mit wem denn? Das geht dich gar nichts an. Was machst du überhaupt hier? Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und wollte Bella mitnehmen. Wart ihr nicht zusammen shoppen? Ja, Bella ist schon weg. Also, bitte lass dich nicht aufhalten. Dreh dich jetzt nicht um. Oh, oh, oh. Ein Kommissar geht herum. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Das macht doch nichts. Lang nicht gesehen. Alles klar bei dir? Ja, nicht mehr lange. Wenn du nicht endlich verschwindest. Okay, viel Spaß noch. Den werden wir haben. Um ehrlich zu sein, ich habe mir noch ein bisschen draußen rumgedrückt. Rumgedrückt? Warum denn? Naja, hat sich angefühlt wie ein Teenager vor seiner ersten Verabredung. Geht mir genauso. Du, Olli, wir verlegen unseren DVD-Abend ins Schneiders. Ist denn hier Kapitän unserer Fußballmannschaft? Ich hätte alles für ihn getan. Also ich habe alles für ihn getan. Machst du für die zwei da hinten 2 Lovebirds? Keine Lovebirds. Verschwindet endlich. Wieso? Ist doch gerade so lustig hier. Sieht aus, als wären wir nicht die einzigen Teenager heute hier. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Was meintest du mit alles? Naja, wir sind nachts ins Meppener Freibad eingebrochen und ob du es glaubst oder nicht, ich war damals noch ein unberührtes Mädchen. Hans-Joachim wollte aber, dass wir nackt schwimmen. Aber als Mädchen aus gutem Haus hast du natürlich dankend abgelehnt und bist nach Hause gegangen. Charlie. Also in meinem Beruf muss ich schon ein bisschen auf den richtigen Umgang achten. Das fällt sonst alles wieder auf die Polizei zurück. Oh, pass auf, jetzt küssen sie sich gleich. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch schon ein Mädchen ins Freibad entführt. Ach, warst du auch einer der Jungs, vor denen meine Mutter mich nicht genug gewarnt hat? Nun ja, in dem konkreten Fall bin ich abgerutscht, als ich mit dem ersten Bein schon über den Zaun war. Oh nein. Ja. Sie musste mich dann mit dem Mofa ins Krankenhaus fahren. Am nächsten Tag war es in der Schule durch und ich habe den Spitznamen Zaunkönig verpasst gekriegt. Seitdem weiß ich, dass die Mädels nicht die Klappe halten können. Du Armer. Vor allen Dingen schade, dass du dieses Bad unter dem Sternenhimmel verpasst hast. Das ist schon was sehr Besonderes. Und dann dieses Gefühl, dass man das ganze Leben noch vor sich hat. Und alles möglich ist. Es ist alles möglich. Achtung. Love is in the air. Meine zweite große Liebe war Pepper. Und das war dein Hund? Der coolste Junge der Stadt. Also neben dem Fußballkapitän. Er hieß eigentlich Pfeffer. Hattest du keinen Zweitnamen? Außer Zaunkönig? Doch. Goethe? Oh, hast du Gedichte geschrieben? Allerdings. Für Natascha Holzer aus der 11. Ja. Ich war in der 9. Sie war meine Muse. Was hast du denn da so geschrieben? Ach, das würde dich nur eifersüchtig machen jetzt. Auf Natascha aus der 11. Natascha, du bist mein Stern, denn ich habe dich so gern. Doch mein Herz wird schwer und immer schwerer. In aller Stille, dein Verehrer. Ich hoffe, dafür hat Natascha sie geschlagen. Ich schlag dich gleich. Klemm die jetzt Andi unter den Arm und dann haut ab. Sie hat's in der Schülerzeitung veröffentlicht. Autsch. Aber als Romantiker muss man das aushalten. Außerdem war ich der festen Überzeugung, dass ich irgendwann der Frau begegne, die meine Kunst zu schätzen weiß. Oh, ich weiß Poesie sehr zu schätzen, Liebster. Aber bemühe dich nicht. Franke. Ja, ich weiß. Wir lassen es ganz langsam angehen. Wir wollen schließlich nicht unsouverän wirken. Aber ich hätte da eine Idee, wie ich die 15-jährige Charlie beeindrucken könnte. Was ist? Vertraust du mir? Das hast du jetzt nicht wirklich getan. Ach, Kinderspiel. Das ist Einbruch. Ich weiß, ich hab das Schloss geknackt. Wie schnell? Lernt man das in der Ausbildung zum Polizisten? Fürs Freibad ist es noch zu früh. Und der Pool hat den Vorteil, dass ich da nur keinen Zaun klettern muss. Warum flüstern wir denn? Weil es so herrlich verboten ist. Und weil ich nach unserem letzten verkorksten Date noch einen Hut habe bei mir. Was ist? Keine gute Idee? Oh nein, ich Idiot. Du hast mir erzählt, dass Arno hier gestorben ist.
In meinen Armen. Aber ich bin sicher, Arno würde wollen, dass dieser Platz mit neuen Erinnerungen gefüllt wird. Also, womit fangen wir an? Nackt schwimmen oder die Bar plündern? Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Sterne. Soll ich dir was verraten, Frank? In dieser sagenumwobenen Nacht im Freibad war es eigentlich ziemlich bewölkt. Aber in meiner Erinnerung habe ich Sternschnuppen gesehen. Eine an der anderen. Na, Olli wird natürlich merken, dass jemand hier war. Wohl nach der Nummer heute Abend habe ich eigentlich noch was gut bei Emma. Du, womöglich wirst du damit beauftragt, die Einbrecher zu finden. Dann werde ich eine eindeutige Beweiskette legen, dass Hans-Joachim Schledenbusch der Schuldige ist. Das wird schwierig. Hans-Joachim lebt mittlerweile in London. Für eine gute Polizist überhaupt keine Probleme. Oh, hast du gesehen? Sternschnuppe? Ja, eine an der anderen. Polizei? Was ist denn hier los? Hallo. Ich kenne den Besitzer und im Übrigen ist mein Neffe sogar Geschäftsführer in dem Laden. Also, wenn Sie es so wollen, ist das eigentlich überhaupt kein Einbruch. Ja, wir haben natürlich gedacht, wir haben den Schlüssel dabei und dann haben wir ihn dummerweise doch vergessen. Ich spreche mit Tristan von Langstein und bin überzeugt, er wird keine Anzeige erstatten. Michaela, Hans-Joachim, wir kennen uns doch nicht erst seit gestern. Ja, ich müsste natürlich jetzt in Singapur sein, aber guck mal, an der ganzen Angelegenheit ist diese Frau schuld. Sie hat mir vollkommen den Kopf verdreht, was soll ich da machen? Also ich meine, wenn ihr mich jetzt mitnehmen müsst, dann nehmt mich mit, aber heißt sie da raus. Passen Sie nur auf, dass er keine Gedichte rezitiert. Schalte das nächste Mal wenigstens die Alarmanlage aus. Alarmanlage ist gespeichert. Und du weißt ja, das nächste Betriebsfest ist in einem Monat. Die erste Runde geht auf mich. Na schön. Rein. Geht doch. Naja, also dann, tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. Sag mal, heißt mir wirklich Hans-Joachim? Hey. Ja, Olli, jetzt guck nicht so. Wenn es nach mir ginge, hättest du gar nichts bekommen. Ich hab noch was gut bei dir. Wir haben alles wieder aufgeräumt. Und ich habe das Schloss wirklich so geknackt, dass es kein Mensch merkt. Cool. Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Nur um dich anschließend in die Kartei potenzieller Kriminelle aufzunehmen. Also jetzt hab dich nicht so. Ich weiß, dass du die bunten Sträuße magst. Und damit ist alles wieder gut? Wie sage ich Tristan, dass ihr seinen ganzen Shampoos getrunken habt? Also Champagner haben wir nicht getrunken. Noch nicht, aber beim nächsten Mal, da bestehe ich drauf. Schließlich habe ich noch was gut bei dir, du bei mir. Und dir ist schon klar, dass ich dich mit dem Geheimnis für den Rest deines Lebens in der Hand habe und das werde ich gnadenlos ausnutzen.